Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal MJ Wilimir. Ja, in meinem letzten Video habe ich ja schon am Ende angekündigt, dass ich jetzt mal vorhabe, ein ganz anderes Video zu machen als sonst. Und hier ist es. Heute habe ich mir nämlich ein ganz besonderes Konzert herausgesucht, das Michael bei der History Tour gegeben hat. Nämlich das Konzert in Tallinn, also der Hauptstadt von Estland, am 22. August 1997. Ja, dieses Konzert ist jetzt fast genau 20 Jahre her. Ja, letzte Woche, vor 20 Jahren, um genau zu sein. Doch der Grund, warum ich ein Video über dieses Konzert drehe, ist der, dass ich letzte Woche noch im Baltikum war und auch in Tallinn an dem Ort war, wo dieses Konzert stattfand. Und da die Geschichte dahinter ziemlich interessant ist, habe ich mir gedacht, recherchiere ich noch ein bisschen weiter und mache daraus ein Video. Ja, bevor ich ins Baltikum geflogen bin, habe ich ein bisschen recherchiert, ob dieser Ort etwas mit Michael zu tun hat, ob da irgendwas Interessantes zu sehen ist. Da bin ich eben auf dieses Konzert gestoßen. Michael hat nämlich nur ein einziges Konzert im Baltikum gegeben und das war eben dieses eine Konzert in Tallinn. Bevor ich aber noch mehr über dieses Konzert verrate, werde ich erst noch ein bisschen ausholen, ein bisschen was über das Baltikum erzählen, dann ein bisschen was über das Liederfest in Tallinn erzählen und ein bisschen über das Laudoveljak. Das ist die Location, in der das Liederfest stattfindet und eben auch die Location, in der das Konzert von Michael im August 1997 stattfand. Der Begriff Baltikum ist eine Zusammenfassung der Länder Estland, Lettland und Litauen, die alle ganz im Nordosten Europas liegen. Und diese drei Länder sind relativ klein. Litauen ist das größte, Lettland liegt in der Mitte und Estland ist das kleinste der drei Länder. Und insgesamt haben diese drei Länder eine Fläche von ungefähr 175.000 Quadratkilometern. Das ist etwas weniger als die Hälfte der Fläche von Deutschland. Und insgesamt haben diese drei Länder 6,1 Millionen Einwohner, was ungefähr der Einwohnerzahl des Bundeslandes Hessen entspricht. Dass diese drei Länder unter dem Begriff Baltikum zusammengefasst werden, hat sich etabliert, ist allerdings in der Wissenschaft nicht ganz unumstritten, weil Estland, Lettland und Litauen weder kulturell noch sprachlich besonders viel gemeinsam haben. Was die drei Länder allerdings gemeinsam haben, ist die russische Besetzung von 1940 bis 1991 bzw. 1990, die die drei Länder natürlich auch sehr geprägt hat. Doch das Konzert, das Michael 1997 gehalten hat, fand eben schon zur Zeit der Unabhängigkeit der drei Länder statt. Nun aber etwas zum estnischen Liederfest, dem Laulupidu, das seit 1869 in Estland stattfindet. Dieses Liederfest ist extrem wichtig für das estnische Nationalbewusstsein. Es ist sozusagen eines der wichtigsten Feste, die die Esten feiern. Und dieses Fest findet alle 5 Jahre, zuletzt 2014, das nächste Mal also 2019 und danach im Jahr 2024 immer im Juni oder im Juli statt. Die Dimension dieses Liederfests kann man sich fast gar nicht vorstellen, aber man kann sie ja auf den Videoaufnahmen, die ihr gerade seht, erahnen. 2014 beim letzten Liederfest in Tallinn traten über 33.000 Sänger auf, von denen 22.000 in einem offiziellen Chor Mitglied waren und 153.000 Zuhörer waren da, die sich das Ganze angehört haben. Im Jahr 1869 fand das erste Liederfest statt, damals noch in Tartu, das ist auch eine estnische Stadt, und von Anfang an stand das estnische Nationalbewusstsein im Vordergrund. Deswegen ist es umso besonderer, dass dieses Fest das russische Zarenreich und auch die Zeit der estnischen Sowjetbesetzung überlebt hat und sogar in diesen Zeiträumen regelmäßig stattfand. Insbesondere nach der estnischen Unabhängigkeit vom Zarenreich im Jahr 1918 war das Liederfest ein zentraler Ausdruck der estnischen Nationalidentität. Und während der sowjetischen Besetzung ab 1940 wurde das Liederfest immer mehr zu Propagandazwecken der Kommunisten verwendet. Dann traten Chöre der Roten Armee auf und auch die traditionellen estnischen Lieder, wie auch die estnische Nationalhymne, wurden in diesem Zeitraum verboten. Allerdings galt das Singen immer als Symbol für die Eigenständigkeit Estlands, sodass es ab 1988 zur sogenannten Singenden Revolution kam. Ab diesem Jahr fanden sich dann auf dem Gelände des Liederfestes, dem Laudoveljak,
wo später dann eben auch Michael aufgetreten ist. Viele Esten ein, die zusammen gesungen haben und die für eine estnische Unabhängigkeit gesungen haben. Die haben sich dann auch an den Straßen an der Hand gehalten, eine lange Menschenkette gebildet und haben so tatsächlich im Jahre 1991 die Unabhängigkeit von der Sowjetunion erreichen können. Und weil das Liederfest zu den höchsten kulturellen Gütern der Esten zählt und auch das Singen im Allgemeinen für die Esten ein so hohes kulturelles Gut ist, ist dementsprechend auch das Lauluveljak, übersetzt Liederplatz oder im Englischen auch Song Festival Grounds, ein besonderer Ort für die Esten. Und auf diesem Gelände hat Michael 1997 sein einziges Baltikum-Konzert gegeben. Jetzt habe ich lange geredet, jetzt könnt ihr erstmal noch ein paar Sekunden hören, wie sich das dann anhört. Wenn das noch weiter interessiert, der Link zu dem Video befindet sich in der Beschreibung. Und vor 2 Wochen war ich auch an diesem Ort und habe diese Aufnahmen gedreht. Wenn man dann das Gelände betritt und sich langsam der großen Bühne nähert, erkennt man erst, wie groß die eigentlich ist, aber es müssen ja auch 15.000 Sänger auf ihr Platz finden. Und da kann man die Bühne auch schon sehen. Sie hat ein gewölbtes Dach, ist 32 Meter hoch und 73 Meter breit. Was ihr hier sehen könnt, ist die große Wiese vor der Bühne, auf die bis zu 500.000 Besucher drauf passen. Seit 1928 wird auf diesem Gelände das Liederfest ausgetragen und seit 1960 gibt es diese große Bühne, die von den Sowjets erbaut wurde und für Veranstaltungen der Partei gedacht war, zu denen das Liederfest in diesem Zeitraum ja im Prinzip auch gezählt hat. Und wenn man wie ich jetzt gerade in diesem Video auf der Bühne draufsteht, merkt man, wie sich das anfühlen muss, wenn um einen herum 15.000 Sänger stehen und auch noch 15.000 weitere unten und alle singen zusammen estnische Volkslieder. Wo genau dann Michaels Bühne stand, kann ich gar nicht sagen. Es könnte aber auch auf der anderen Seite der Bühne sein. Die konnte ich nicht filmen, weil dort für irgendein Volksfest gerade aufgebaut wird. Nochmal zurück zum Konzert. Michael hat ja 82 Konzerte bei der History Tour gegeben. Bei denen waren im Schnitt ungefähr 51.000 Zuschauer anwesend. In Tallinn waren es 75.000 Zuschauer und somit zählt das Tallinn-Konzert zu den größten der History Tour. Weil das mit urheberrechtlich geschützter Musik bei YouTube ja immer ziemlich heikel ist, habe ich mich dagegen entschieden, die Videoausschnitte mit Ton zu zeigen. Ich werde aber auf jeden Fall den Link zu den Konzertausschnitten, die ihr hier gerade sehen könnt, in die Beschreibung packen, ebenso wie Tonmitschnitte von dem kompletten Konzert. Ja, ich hoffe, dass das Thema dieses Videos euch zumindest ein bisschen interessiert hat und ihr ein bisschen was dazulernen konntet, was ihr noch nicht wusstet. Ich habe in dieses Video deutlich mehr Zeit gesteckt als in meine anderen Videos, weil ich dieses Thema einfach wahnsinnig interessant fand und das ein bisschen aufarbeiten wollte. Wie immer freue ich mich über euer Feedback, eure Kommentare, was ihr dazu noch zu sagen habt, ob ihr vielleicht noch mehr über dieses Konzert wisst. Ansonsten kann ich nur sagen, das Tallinn-Konzert fand in einer Kulisse statt, die mit einer ganz besonderen Geschichte behaftet ist, mit einer besonderen Tradition und diese Location bedeutet den Esten ganz viel und ich bin mir sicher, dass Michael das gewusst und respektiert hat. Bis bald!